So, dann starten wir mal. Ich habe mir gerade ein Taxi gerufen. Ist ganz praktisch und günstig hier in Tschetschenien. Wie man sehen kann, befinde ich mich gerade im Taxi, bin auf dem Weg in die Innenstadt. Ja, erstmal allgemein zur Corona-Situation. Hier ist überall Maskenpflicht. Ein Lockdown wie in Deutschland gibt es aktuell hier nicht. Ich bin jetzt hier auf dem Bazar. Berkat heißt das hier. Und wir gehen mal quer durch den Markt und schauen uns das mal an, was hier heute so abgeht. So, das wollte ich euch auch zeigen. Das ist so der Zob, sage ich mal, hier in Grozny. Und hier fahren nicht so viele Busse, hauptsächlich solche Bullis, und die Transportmittel sind hier sehr, sehr günstig. Ja, heute Morgen bin ich mit dem Taxi in die Stadt gekommen und das hat mich 1,50 € gekostet. Ich wohne etwa 8 Kilometer von der Innenstadt, also von dem Ort, wo ich jetzt bin. Da vorne waren wir gerade eben und hier ist der Eingang zum Markt. Ja, so fängt das hier an. Hier ist alles durcheinander. Hier gibt es Essen, Lebensmittel, Kleidung, Schuhe, Elektroartikel, alles mögliche. Ich mag es eher, wenn es ordentlicher und ruhiger ist, wenn ich einkaufe oder was brauche. Das ist mir viel zu viel durcheinander hier. Aber die Leute sind dran gewöhnt und kennen das, glaube ich, auch nicht anders. Das hier ist die Tschetschenien-Fahne. Ich glaube, die habe ich noch bisher gar nicht gezeigt. Die Kopfbedeckung sollte man mittlerweile durch Habib kennen. Das ist so eine typische tschetschenische Kopfbedeckung. Hier diese Socken könnte ich dem einen oder anderen Bratan aus Germany mitnehmen. Also wenn man in Grozny ist und sein Geld wechseln möchte, dann ist man genau richtig hier. Da stehen auch die ganzen Leute, die das anbieten. Ja, die Währung hier heißt ja Rubel und die gängigsten Währungen sind Dollar und Euro. Und das kann man ohne Probleme hier wechseln. So, Geld habe ich gewechselt. Hier gibt es nebenan einen kleinen Park. Hier sind ganz interessante Bilder. So sah Grozny vor etwa, ich denke mal, etwa 35 bis 40 Jahren aus. Und vor etwa 25 Jahren hat der Krieg angefangen. Das ist auch der Grund, warum meine Familie nach Deutschland geflohen ist. Und so sah Tschetschenien, also Grozny, während bzw. nach dem Krieg aus. Die gesamte Stadt lag in Trümmern. Oh, das ist traurig. Ja, es hat sich aber einiges getan seitdem. Die Stadt hat sich hier mega entwickelt. So sieht es mittlerweile aus. Es sind auch aktuell sehr viele neue Projekte geplant in der Stadt. Und ich bin echt gespannt, wie es sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickeln wird. Die kenne ich zwar nicht, aber scheinen etwas gemacht zu haben in der Vergangenheit. Das hier ist ein Panzer, mit dem wurde gegen die Deutschen gekämpft. Da steht hier 1941 bis 1945 so aufgefallen ist, dass in der russischen Föderation man sehr stolz ist, dass man, sage ich mal, die bösen Deutschen im Zweiten Weltkrieg besiegt hat. Und ich denke mal, das ist auch der Grund, warum man hier sowas aufstellt. Mir ist kalt geworden, ich gehe jetzt was Warmes trinken. Ist schon sehr merkwürdig, so einen Vlog aufzunehmen, vor allem wenn man das noch nie gemacht hat. Ja, die Leute gucken einen auch so komisch an. Ich bin echt gespannt, wie das Resultat wird und hoffe, das Video wird im Gesamten ganz interessant. Also ich unternehme ja nicht viel, zeige hauptsächlich nur die Stadt. 2021, heute Nacht ist es soweit. Dahinter ist wieder ein Denkmal, fällt auf, dass es echt viele Denkmäler hier gibt. Ja, und auf dieser Straße gehen wir heute spazieren. Ist so vergleichbar wie die Königsallee in Düsseldorf. Hier sind die ganzen edleren Läden und etwas teure Gastronomien und Cafés. Und Star Coffee. Erinnert mich ein bisschen an Starbucks. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall was Warmes trinken. Ein paar leckere Desserts. Ich glaube, die Teile probiere ich jetzt.
So sieht es hier auf der Straße aus. Hier sind hauptsächlich Cafés und Gastronomien und vereinzelt auch Kleidungsgeschäfte. Das da ist das Theater. Da hinten waren wir spazieren. Und das ist so eine Parallele. Die Straße hier wurde erst vor 2-3 Jahren gebaut. Also ich finde es hier sehr gelungen gemacht. Vor allem, dass es hier so viele Bänke gibt. Ich war zuletzt Sommer 2019 hier in Tschetschenien und kann mich noch erinnern, dass bei schönem Wetter hier eine Menge los war. Ja, jetzt wollte ich eine Kleinigkeit essen. Ist mega schön eingerichtet da. Ich gehe hauptsächlich deswegen dahin. Ja, und ich bin so ein Typ, der auch gerne mal 20 Euro für einen Kaffee zahlt, wenn das Ambiente stimmt. Mega schön. Der Laden hat erst vor ein paar Tagen geöffnet. Ist noch nicht komplett fertig. Aber es sieht schon richtig schön aus hier. Ich habe mir gerade eben eine kleine Linsensuppe bestellt, hatte vorhin bei dem Kaffee und Dessert gemerkt gehabt, dass es gar nicht mal so einfach ist, mit der Zahnspange zu essen. Muss mich vermutlich noch daran gewöhnen. Und ich wollte sowieso heute noch in ein paar andere Lokale, deshalb nur etwas Kleines. Ja, ansonsten wollte ich gleich die Moschee besuchen. Da ist ein Park nebenan und auch eine Kirche. Und später zu Sonnenuntergang wollte ich auf die Hochhäuser hoch. Dort gibt es auch ein kleines Café. Ja, wir lassen uns nicht viel Zeit. Ich beeile mich ein bisschen. Das sind hier so die angesagtesten Gastronomien hier aus der Stadt. Wasabi und einmal Steakhouse. Da wollte ich auch heute Abend hin, habe für 6 Uhr reserviert. Was auch interessant ist, seit ein paar Jahren gibt es hier solche Caddies, mobilen Cafés. Habt ihr vielleicht schon auf den Aufnahmen gesehen gehabt. Das hier ist das Einkaufszentrum, was gebaut wird. Ja, hier ist die Moschee, da gehen wir heute Abend hin. Etwas knapp mit der Zeit. Ich wollte gern da oben hoch, bevor es dunkel wird. Wir sind jetzt bei der Kirche angekommen, die ist auch nicht besonders groß. Sind gerade Touristen reingegangen, ich bin jetzt hier drin. Ich glaube, so einfach darf man gar nicht hier rein. Aber die dachten wohl, ich gehöre zu der Touristengruppe. Interessant, nicht so wie die Kirchen bei uns in Deutschland. Etwas bunter hier. Ich habe gerade mit einem älteren Herrn gesprochen gehabt. Ein sehr herzlicher Mensch. Er hat erzählt gehabt, dass die Kirche schon knapp 200 Jahre alt ist, hätte ich gar nicht gedacht. Und er meinte, das wäre die einzige Kirche hier in Grozny. So, das war der Besuch in der Kirche. Wir machen uns jetzt auf den Weg in den Park, gehen dann direkt zu den Hochhäusern, wir haben auch nicht mehr viel Zeit. So sieht das hier im Park aus. Im Sommer ist es hier mega schön. Boah, das sieht cool aus. Die ganzen Tiere hier. Bärenbros. Ist im Sommer zwar viel schöner, aber wollte ich euch dennoch zeigen. Vielleicht gibt es den nächsten Vlog Sommer 2021. Ja, vielleicht sollte ich auch einmal ein paar Unterschiede zu Deutschland erzählen. Was mir vor allem so auffällt und was ich richtig schön finde, ist, dass hier so viele Werte erhalten geblieben sind. So Respekt vor Älteren, Höflichkeit. Ich weiß nicht, irgendwie hört man das oft, dass Menschen im Ausland, außerhalb Deutschland, viel herzlicher sind. Finde ich ein bisschen schade, dass es immer so negativ dargestellt wird in Deutschland, aber leider ist es auch so. Im Vergleich zu Deutschland ist es hier auf jeden Fall viel herzlicher. Wenn man Hilfe braucht oder Zivilcourage, jeder wird direkt helfen. Aber es sind auch so Kleinigkeiten, wenn man jetzt im Bus sitzt und jetzt eine Oma oder ein Opa reinkommt, da wird direkt Platz gemacht, gefragt, möchten Sie sich setzen und so weiter. Das sind zwar Kleinigkeiten, ne, aber das sind wichtige Dinge und das sind so kleine Werte, die sich anhäufen
und am Ende, sage ich mal, ein Volk, eine Kultur prägen. Und das finde ich sehr schön hier. Sonst eine weitere Sache ist, dass hier in der Öffentlichkeit Alkohol gar nicht getrunken wird. Hier wird nicht mal geraucht. Das können sich viele Deutsche gar nicht vorstellen. Aber ich bin selber kein Raucher oder jemand, der Alkohol trinkt. Deshalb finde ich das auch gut so. Man erlebt hier auch nicht solche Vorfälle wie manchmal in Deutschland, dass jemand durch die Straße brüllt am Bahnhof, da am Rumschreien ist, betrunken ist. Ja, sowas erlebt man hier nicht. Falls sowas passieren sollte, dann wird man direkt ruhig gestellt. Ja, das sind halt solche Sachen, die vielleicht in Deutschland unvorstellbar sind, die mir hier aber in der Heimat in Tschetschenien sehr gefallen. Natürlich haben wir auch sehr viele andere Vorteile in Deutschland, deshalb lebe ich auch dort. Aber das sind so halt so charakterliche Sachen, die ich jetzt erwähnt habe. Oder sage ich mal kulturell bedingte Sachen, die hier in Tschetschenien anders sind. So, wir sind jetzt angekommen. Boah, ganz schön cool hier. Also das ist der Park, wo wir eben spazieren waren. Und da vorne, Opa, sieht man das? Ja, da vorne ist die Kirche auch, wo wir waren. Hier wird einiges gebaut. Wir gehen mal rüber. Also wie ich schon sagte, Grozny entwickelt sich in den nächsten Jahren. Und also wenn ich mich nicht irre, kommt hier das höchste Gebäude hin aus Europa. Also davon sprach ich ja eben schon. Ahmad Tower heißt das. Und es soll etwa 400 Meter hoch werden. Dort ist der Fluss, wo wir spazieren waren. Da kommt das Einkaufszentrum, das wird schon bereits nächstes Jahr, ich glaube Herbst nächsten Jahres, 2021, eröffnet. Also dort ist die Moschee. Das da vorne ist auch das ist die Straße, wo wir heute Morgen losgegangen sind. Dann sind wir dort abgebogen, sind darüber und auf der Parallelen hier durchgegangen. Dann kamen wir hier lang und dann hier. In das Gebäude wollte ich gleich noch hin. Ich habe zwar um 6 Uhr für da hinten reserviert, für das Steakhouse, aber wir haben ja noch knapp eine Stunde, ist gerade jetzt fast 5 Uhr. Also in einer Stunde sollten wir das hinkriegen. Ich gehe gleich, das ist ein Hotel, Hotel Grozny City heißt das. Da gehen wir gleich hoch, da oben ist ein Café. Jeder fragt mich immer, was ich da in der Hand habe. Dieses Teil sieht anscheinend sehr außergewöhnlich aus. So, das ist das Gebäude, das Hotel. Das Restaurant ist auf Etage 32. Jetzt gehen wir hier ein. So sieht es hier oben aus. Ganz schön schick hier. Das ist das Gebäude, auf dem wir gerade eben waren. Ja, und hier ist mein Platz. So sieht der ganze Spaß hier aus. Strawberry Cheesecake mit Latte Macchiato und doppelten Espresso. Der Cheesecake hat auf jeden Fall richtig gut geschmeckt, wie man sehen konnte. Ich glaube, ich habe aber ein Problem. Ich kriege das mit dem Steak gar nicht hin. Ich hatte schon Schwierigkeiten bei dem Kuchen. Und ich habe das ein bisschen unterschätzt mit der Zahnspange. Aber ich gucke gleich mal, was die sonst noch so haben. Ich bin jetzt schon an der Moschee vorbei. Ich hatte es ein bisschen knapp mit der Zeit. Und ich hatte schon vor ein paar Tagen Aufnahmen in der Moschee gemacht. Die werde ich jetzt einblenden. Und dann sehen wir uns gleich im Lokal wieder.
Ich stehe schon hier vor Ort, für 6 Uhr reserviert, wir haben es 5 nach 6, etwas verspätet. Bis gleich. Leute, ich habe einfach jemanden gefunden, der hier Aufnahmen macht. Aha. Jetzt gibt es hier ein paar Einblicke. Wie man sehen konnte, hat eine nette Dame den Laden hier aufgenommen. Ist mega schön, oder? Wie findet ihr den Laden? Kommentiert mal. Also ich finde es hier mega schön, vor allem die Aussicht hinter mir. Echt angenehm. Auch vor allem, wenn man hier einfach nur Tee trinkt. Ja, ich habe mich aber trotzdem für Steak entschieden. Ich gucke mal, bin gespannt, ob ich das hinkriege mit der Zahnspange. So, ich bin jetzt draußen. Kurzes Fazit zum Steak. Hat besser geschmeckt, als es aussah. Seine Aufnahme etwas trocken aus. War es aber nicht. Aber ehrlich gesagt bin ich gar nicht so der Fleischfan. Deswegen bin ich vermutlich auch Flexitarier. Falls ihr diesen Begriff nicht kennt, googelt mal. Ich esse, und mit der Zahnspange zu reden ist schon schwierig. Ich esse echt selten Fleisch. Meist immer alle 4, 5, 6 Wochen einmal. Und ja, dieser Cheesecake hat einfach besser geschmeckt als das Steak. Ich zeige euch bis dahin die Stadt, wie es bei Nacht aussieht. Ist ein bisschen spannender, die ganze Beleuchtung ist hier an. Vielleicht erkennt man das schon im Hintergrund. Ja, dann gehen wir mal los. 31. Dezember 2020. 8:30 in Grozny. Auf jeden Fall finde ich das immer so faszinierend. Jeder einzelne Mensch, den ihr gerade hier seht, oder sehen könnt, oder auf der gesamten Welt, einfach 7 Milliarden Menschen, und jeder ist einfach mit seinen Plänen, mit seinen Freuden und seinen Problemen beschäftigt. Jeder in seinem eigenen Film. Finde ich schon krass. Und ich bin gerade in meinem Film und mache hier so einen Vlog. Eigentlich wollte ich hier in den Laden, aber die Musik da drin ist so krass laut. Auf sowas stehe ich gar nicht. Ich gehe jetzt einfach in mein Lieblingslokal und ich bleibe da bis heute Abend. Leute, schaut mal. Er sitzt einfach entspannt in seinem Auto, macht seine Ansagen durch seinen Lautsprecher. Ich weiß nicht, ob man das gerade hört, aber er macht gerade heftige Ansagen. Macht eure Autos hier weg. Ich finde das voll witzig, ja. In Deutschland machen die wegen jeder Kleinigkeit eine Welle. Und hier auch ganz entspannt und ganz gemütlich. Ja, Leute, wir sind jetzt hier angekommen. We love Grozny 2. Hier ist auf jeden Fall der Laden. Kann ich jedem empfehlen.
Kommen wir zum Highlight des Tages. Mein absoluter Lieblingsladen hier. Die Aussicht hier ist auch übertrieben schön. Ich mag diesen Laden einfach. Zu den Desserts muss man gar nichts sagen, die sprechen für sich, ja. Und immer 1,5 Liter Tee. Grüner Tee mit Jasmin. Jetzt kommen wir mal zu einem ernsteren Thema. Ich hatte ja vorhin schon während des Vlogs was angesprochen und dazu wollte ich etwas ausführlicher was sagen. Leute, ich wollte ein paar Worte verlieren. Ich hatte ein paar Gedanken gehabt und wollte das mit euch teilen. Irgendwie habe ich heute ja einige Sachen unternommen und irgendwie habe ich mich voll schlecht gefühlt in manchen Situationen. Wie jetzt gerade zum Beispiel, voll der Luxus irgendwie. Manchmal fühle ich mich echt schlecht, wenn ich, sage ich mal, teure Sachen kaufe oder es mir einfach zu gut geht. Eigentlich geht es mir immer viel zu gut und das geht es jedem, der dieses Video gerade schaut, allen diesen Menschen geht es so gut, weil ihr einfach so ein Smartphone besitzt, was übertrieben unnötig ist und ihr gerade die Möglichkeit habt, irgend so ein Video auf YouTube zu sehen. Aber uns ist das oft nicht bewusst und wie gesagt, ich fühle mich manchmal voll schlecht, wenn es mir viel zu gut geht. Ich hatte gerade eben auch diesen Moment, vor allem weil ich gesehen hatte, dass einige Landsleute von mir in ihrer Story einige Videos gepostet hatten. Es geht darum, dass am 1. Januar 1995 hier in Grozny Krieg war. Die russischen Truppen haben sich gegen den erbitterten Widerstand der tschetschenischen Einheiten in das Zentrum von Grozny vorgekämpft. Letzte Nacht erreichte das Inferno durch den Sturm der russischen Truppen nun auch das unmittelbare Stadtzentrum von Grozny. Es stehe aber außer Frage, dass in Tschetschenien die Menschenrechte verletzt würden. Ich bin im Sommer 95 geboren und bin während des Krieges geboren. Hab das zwar jetzt nicht miterlebt, weil ich viel zu jung war, aber vor genau 26 Jahren war hier einfach Krieg mitten in der Stadt. Vielleicht genau an dieser Stelle, wo ich das Video aufnehme. Und ich finde das einfach so krass, wie sich alles hier verändert hat. Dass es den Menschen einfach viel zu gut geht und ehrlich, irgendwie fühle ich mich voll schlecht gerade, weil es mir einfach viel zu gut geht und ich habe die Angst irgendwie, dass ich das nicht wertschätze und nicht dankbar genug bin dafür. Aber vielleicht ist es auch gut so. Vielleicht ist es ein Teil der Dankbarkeit, dass ich, sage ich mal, diese Gedanken überhaupt habe. Und ja, ich wollte das auf jeden Fall mit euch teilen. Überlegt mal, in 26 Jahren hat sich hier einiges verändert in dieser Stadt. Ich habe ja über die Stadt heute aufgenommen, deswegen passt das auch. Vor 26 Jahren war hier einfach Krieg, Menschen sind gestorben und jetzt Leute wissen nicht, was die anfangen sollen. Gehen in Cafés, geben Geld aus, unnötig. Und genau so einer bin ich auch. Deswegen habe ich mich vermutlich auch schlecht gefühlt. Auf jeden Fall wollte ich euch mitgeben, dass wir immer dankbar sein sollten für das, was wir haben. Denn uns geht es allen viel zu gut. Es gibt Menschen auf dieser Erde, die leben in schlimmen Situationen und wir sind kein Teil von denen. Egal was für Sorgen und Probleme wir haben, wir sollten uns nicht einsteigern. Uns geht es ehrlich viel zu gut. Ehrlich, ihr müsst gerade in dem Moment dankbar sein, gerade bereuen, dass ihr nicht dankbar dafür seid und euch nicht bewusst seid, dass es euch viel zu gut geht. Es war so eine kleine Erinnerung an mich selbst hauptsächlich und das möchte ich auch mit euch teilen. Waren jetzt keine Vorwürfe oder so. Das möchte ich auch gar nicht tun. Ja, das waren so meine Gedanken. Ich denke, ich mache jetzt noch ein paar Videos und dann endet langsam auch der Vlog. Ich danke euch jeden Einzelnen, der bis hierhin geschaut hat. Ich bin gar nicht überzeugt, ob ich diesen Vlog veröffentlichen würde. Ich habe sowas noch nie gemacht, habe das ausprobiert, habe natürlich ein bisschen Praxiserfahrung gesammelt. Ich bin echt gespannt, wie das Resultat wird und wie gesagt, ob ich das überhaupt hochladen werde. Aber ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Denkt daran, diesen Kanal zu supporten. Dafür wäre ich euch auch dankbar. Das ist ein kleines Projekt von mir. Ich habe einige coole, krasse Sachen vor, aber es kommt alles mit der Zeit. Danke auf jeden Fall. Danke an die knapp 500 Abonnenten, die mich abonniert haben und die Videos supporten. Das sind virtuelle Sachen, die keinen Wert haben, aber trotzdem bin ich dankbar dafür. Für diese virtuellen, unnötigen, irrelevanten Dinge. Dankeschön, Leute.
So, das waren noch zum Abschluss ein paar Feuerwerksszenen. Ich persönlich bin gar kein Fan von diesem Spektakel, was sich Silvester nennt, aber hier wird es zum großen Teil gefeiert in Grozny und das wollte ich euch ja zeigen. Ja, ansonsten danke ich euch, dass ihr zugeschaut habt. Ich bin echt gespannt, was jetzt aus den gesamten Aufnahmen geworden ist. Und denkt daran, diesen Kanal zu supporten, like das Video und ansonsten bis zum nächsten Mal. Peace.